Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Hier will ich dir erklären, warum SEO für dich relevant ist und wie du SEO für dich nutzen kannst. Also sei gespannt. Genau, weil ich es immer wieder erklären muss und da ich immer wieder die gleichen Rückfragen bekomme, SEO ist jetzt nicht so relevant für mich oder SEO kann ich auch noch im nächsten Quartal angehen oder SEO habe ich jetzt kein Budget. Will ich jetzt mal hier aufzeigen, warum SEO jetzt relevant ist und warum SEO auch für dich noch in 10 Jahren noch relevant ist. Und dass du da erkennst, dass wenn du einen Online-Shop hast oder eine Webseite, SEO in jedem Zeitpunkt relevant ist für eine nachhaltige Dienstleistung und ein nachhaltiges Produkt. 3 typische Probleme, wenn du noch kein funktionierendes SEO hast. In dem Sinne bist du immer abhängig davon, dass du geringere Margen hast durch hohe Leadkosten, die du ja ausgeben musst, weil du Plakatwerbung machen musst, weil du auf Meta oder Google Ads Werbung ausgeben musst, weil du in der Zeitung Annoncen schalten musst, etc. pp. Das heißt nicht, dass ich keine Ads mache oder keine Ads befürworten würde, aber langfristig nur auf Ads zu setzen, kann dich auch kurzfristig bei gewissen Umstellungen des Algorithmus oder Abhängigkeiten vom Algorithmus, zum Beispiel bei Meta, Hunderttausende kosten, was ich auch schon öfters bei Shop-Ownern gesehen habe und auch zu Insolvenzen führen. Also eine Abhängigkeit ist nie gut. Zudem fehlen auch immer Kunden und du hast auch keine nachhaltige Sichtbarkeit oder Relevanz für dein Thema. Beispielsweise du verkaufst Schuhe oder du verkaufst Schmuck oder Beauty, dann fehlt dir da die gewisse Relevanz in dem Themenbereich. Wo kann SEO stattfinden? Und das wird auch häufig verwechselt, dass SEO nur für Google relevant ist. Ja, es ist durch Google natürlich groß geworden und relevant geworden, aber mittlerweile ist eigentlich SEO in jedem System relevant, wo deine Zielgruppe ist und welches System auch eine Art Suchmaschine oder Suchsystem oder Empfehlungssystem bietet. Also sei es YouTube, sei es Etsy, sei es irgendwelche Marktplätze, Amazon, irgendeine App oder auch die AIs wie ChatGPT oder Perplexity. Also es ist völlig egal eigentlich, wo du SEO machst, auf welcher Plattform. Es geht halt darum, dass deine Daten dich zu deinem Kunden führen, also dass du in dem Sinne relevant bist für eine Suche oder eine Empfehlung. Weil das ist die Gemeinsamkeit von diesen ganzen Systemen hier. Es sind Empfehlungssysteme und Empfehlungssysteme könnte ich ja nur empfehlen, wenn die Systeme dich als relevant einstufen. Und das ist der Kern eigentlich von SEO. Und das musst du verstehen, wenn du SEO machst. Genau, und warum ist Google SEO unter anderem sehr entscheidend? Google wird immer noch weltweit Milliarden Mal pro Tag genutzt, über 80 Milliarden Mal pro Monat. Das ist jetzt eine Statistik aus 2023 von SimilarWeb, aber die Zahlen sind jetzt nicht so viel gesunken, vielleicht ein paar Prozent, aber es ist immer noch so, dass Google immer noch Marktführer ist in dem Suchmaschinensegment und immer noch sehr viel Umsatz darüber kommt. Hier nochmal ein paar weitere Statistiken, dass SEO zu hohen Wachstumsraten führen kann, 50 bis 300%. Und weltweit geben Unternehmen bis zu 80 Milliarden Dollar für SEO aus. Quellen verlinke ich dann in den Beschreibungen. Genau, wo findet die Kundenreise im SEO statt oder wo ist sie entscheidend? Also SEO ist in dem Sinne eine Art Marktanalyse-Tool auch. Also du weißt in dem Sinne, wie relevant ist deine Nachfrage zu dem Produkt oder wie relevant ist deine Dienstleistung. Wenn du zum Beispiel nach Schmuck oder so suchst, dann willst du ja das gewisse Produkt kaufen und du kannst auch
in dem Sinne nachvollziehen durch SEO-Tools, wie hoch wird jetzt dein Produkt XY gesucht. Insofern ist es eine Marktanalyse und Potenzialanalyse für dein Produkt. Also, was es auch noch entscheidend macht, SEO, ist, dass du in den Suchmaschinen irgendwo erscheinst. Also, dass deine Daten dass deine Daten dich dann zu deinem Käufer führen. Also, dass deine Daten überhaupt in den Maschinen überhaupt auftauchen können. Also ist deine Seite verfügbar? Sind die Inhalte verfügbar für die Suchmaschinen? Und dann natürlich auch, wie sichtbar ist deine Seite, was du natürlich mit Sistrix beispielsweise sehr gut messen kannst. Dann ist natürlich auch SEO entscheidend, wie relevant du in einem gewissen Markt bist oder wie interessant deine Marke zum Beispiel in einem Themengebiet ist. Also wie zum Beispiel Nike ist sehr relevant in dem Segment Schuhmarke oder Purelay im Segment Schmuckmarke. Also das kannst du auch alles durch SEO ganz genau nachvollziehen. Hier mal ein Rechenbeispiel, was du auch selber durchführen kannst. Also SEO bringt dir den Kunden zu dir. In dem Sinne ist SEO eine Art Pull-Marketing. Also du bedienst ja in dem Sinne schon eine gewisse Kaufabsicht. Jemand sucht in einem System, beispielsweise nach Sportschuhe Herren, und das sind pro Monat 100 Suchen. Und davon kann man ableiten, nach verschiedenen Studien, beispielsweise von Sistrix, dass wenn du auf dem ersten Platz stehst, dass du eine Wahrscheinlichkeit hast von 30%, dass jemand auf deine Webseite klickt für das Suchergebnis. Und wenn du eine zum Beispiel durchschnittliche Conversion-Rate hast von 2,5%, kannst du davon ableiten, okay, 75 Sales pro Monat sind da möglich. Was dann natürlich auch ein gewisser Umsatz, den du rechnen kannst. Also so 7.000 Euro Umsatz. Oder auch hier über Local SEO kannst du auch gehen, zum Beispiel Bleaching Düsseldorf, also so eine Verweißung der Zähne, wird zum Beispiel fast 500 Mal pro Monat gesucht. Und wenn du einen lokalen Shop hast zu Zahnaufhellung, dann kannst du auch zurückrechnen, lohnt sich das SEO für mich? Und daran sieht man, okay, du kannst nur für dieses eine Keyword schon 800 Euro Umsatz machen, wenn du auf Platz 1 stehst. Genau, und es ist halt auch sehr entscheidend zu verstehen, dass es auch wichtig ist, dass du ganz oben stehst. Also es geht nicht darum, dass du überhaupt bei Google zu finden bist, sondern dass du zum Beispiel auch auf dem ersten Platz stehst. Weil wenn wir uns hier zum Beispiel die Klickraten anschauen von Google, dann sieht man, dass die Klickrate von 28% auf 16% sinkt auf Platz 2 und dann in der Platz 3 auf 11%. Also es geht immer weiter sehr weit runter. Insofern ist es sehr relevant oder sehr wichtig, dass du ganz vorne stehst, weil sonst du einen sehr hohen Umsatzverlust hast. Basierend auf meinen Projekterfahrungen mit über 50 Projekten habe ich auch ein System entwickelt, das nennt sich NeuroSEO-System. Und das kombiniert in dem Sinne Verkaufspsychologie und modernes SEO. Also es basiert in dem Sinne auf dein Geschäftsmodell, ist dein Geschäftsmodell in dem Sinne gesucht oder auch relevant im Markt. Das erfassen wir in der ersten Phase. In der zweiten Phase schauen wir, okay, wie gut ist deine Seite auffindbar, wie ist sie crawlbar, gibt es Keyword-Potenziale, suchen deine Kunden spezielle Dinge, die du noch nicht genannt hast. Und in der dritten Phase, die Strategiephase, wenden wir in dem Sinne die Verkaufspsychologie an, optimieren deine Kundenreise, planen deinen Content. Und in der letzten Phase geht es in die Umsetzung, wo wir dann die ersten Quick-Wins schon mal umsetzen, auch ein Monitoring-Tool aufsetzen und den Content veröffentlichen und weiter dein Unternehmen SEO verbessern. In dem Sinne verfasst das NeuroSEO-System die ganze Kundenreise.
Also in dem Sinne gibt es verschiedene Phasen, die ein Kunde ja immer durchläuft. Also insofern hast du zum Beispiel den Impuls, dass du jemanden hast, der zum Beispiel seine Fitness verbessern will oder er sucht irgendwie was, um seine Rückenschmerzen zu beheben. Und dann sucht er erstmal bei Google oder über ChatGPT, wie verbessere ich meine Fitness oder wie behebe ich meine Rückenschmerzen. Und das ist in dem Sinne die erste Phase. Und da kannst du schon erscheinen und auch Lösungen schon mal präsentieren und Aufklärung. Und dann, wenn du dazu auch eine Dienstleistung hast oder ein Produkt, kannst du natürlich auch deine Produkte oder deine Dienstleistungen bewerben, aufzeigen, du hast ein Personal Training oder du hast Produkte, die dir helfen, deine Rückenschmerzen zu beheben. Das heißt, der Käufer überlegt dann, okay, welche Dienstleistung gibt es in meinem Umkreis oder wie kann ich mein Problem am schnellsten lösen. Und dann ist er in dieser Evaluationsphase und dann überlegt er, okay, wo kann ich am schnellsten meine Lösung finden. Und dann geht es darum, dass der Käufer natürlich auch den Kauf macht. Also da ist natürlich eher Conversion-Optimierung relevant, dass der Käufer überhaupt über deine Webseite zum Beispiel kauft. Aber dass er dann langfristig auch dein Kunde bleibt, ist natürlich auch abhängig davon, dass er dann natürlich auch immer das Produkt auch gut findet und dass auch immer seine ganzen Fragen beantwortet werden durch das Produkt oder seine ganzen Probleme durch das Produkt gelöst werden, was auch wieder durch SEO verbessert werden kann, weil wenn du schon vorher weißt, ein Kunde hat diese und diese Probleme und dann weißt du, okay, dein Produkt muss diese Probleme lösen. Das kannst du dann auch schon im Produkt ja wieder dann auch implementieren. In dem Sinne hilft das Neuroseo-System durch den ganzheitlichen Ansatz bei deinem Ranking und der Auffindbarkeit, also du hast eine höhere Sichtbarkeit und langfristig natürlich zu Kunden. Hier habe ich mal ein Beispiel aufgebaut, wie zum Beispiel so ein System aussehen kann für lokale Suchmaschinen oder für lokale Suchen. Du hast zum Beispiel hier deine Hauptwebseite und die hat lokale Unterseiten in verschiedenen Städten, zum Beispiel ja, Personal Training Stuttgart, Personal Training Frankfurt oder du hast eine Schmuckseite und dann hast du Schmuckshop Frankfurt, Schmuckshop Berlin und die Suchmaschinen indexieren jetzt deine Seiten und dann, je nachdem natürlich, wie relevant deine Seite ist, werden sie dann hoch gerankt und bieten dir dann natürlich die Käufer. Andersrum kannst du auch natürlich einen Blog aufsetzen, um nochmal verschiedene Fragen detaillierter darauf einzugehen, die auch dein Kunde sucht. In dem Sinne ist auch wichtig zu wissen, in dem Sinne zeige ich dir nochmal auf, dass auch das Neuroseo-System verschiedene Faktoren auch nochmal abbilden kann. Also du wirst durch das Neuroseo-System auch besseres Kundenverständnis haben, dein Marketing wird sich verbessern, die Verkaufstexte werden sich durch die Verkaufspsychologie verbessern, du wirst neue Vertriebskanäle auch erschließen und dein Kundenservice wird sich auch verbessern, also dadurch, dass wir wissen, welche Fragen bei deinen Kunden aufkommen oder welche Probleme sie häufig haben bei deinen Kunden. Wir wissen, wie deine Markenstärke ist, also wie relevant deine Marke ist und kennen auch die Marktbedingungen durch das Interesse. Genau, und das sind auch alles sehr entscheidende ja, Merkmale für Verkäufe. Und daneben gibt es natürlich auch noch die Produktqualität oder Preisgestaltung, wo du dann eher relevant bist, diese dann umzusetzen. Hier die Leistungsübersicht, alles, was mein Neuroseo-System abdeckt. Das heißt, einmalig werden wir Workshops durchführen, Strategie und Themen besprechen. Dann mache ich eine Keyword-Recherche
und schaue mir die Seitenstruktur an. Gegebenenfalls werden wir dann nochmal deine Seite umstrukturieren müssen. Dann planen wir deinen Content, dann setzen wir die Technik um, optimieren dann Beiträge und monatliche Dinge sind dann auch nochmal Contentpflege, SEO-Fehler zu beheben, also deine Seite crawlbar zu machen oder Backlinks aufzubauen oder auch ein Reporting aufzusetzen. Genau, deswegen nochmal hier die Ansicht, dass auch natürlich ein ganzheitliches Marketing wichtig ist. Also das Neuro-SEO-System basiert halt auf einem nachhaltigen Ansatz. Und in dem Sinne gibt es natürlich auch kurzlebigere Ansätze, die auch natürlich ihren Zweck erfüllen, jedoch natürlich im Vergleich nicht so nachhaltig sind. Genau, dieses System habe ich bei diesen Partnern und Marken erfolgreich eingesetzt. Alles Weitere kannst du natürlich gerne unter meinen Referenzen nachschauen oder auch bei LinkedIn. Und ich bin auch über Instagram zu erreichen oder LinkedIn. Gerne kannst du auch mein Newsletter abonnieren und genau bei Fragen oder Kooperationen auch mir eine E-Mail schreiben. Wenn du sagst, das klingt alles sehr spannend für dich und du willst erfahren, ob auch SEO für dich gerade was ist und ob es für dich lohnen würde, dann geh gerne auf meine Webseite antonioblago.de. Da findest du auch nochmal viele weitere Informationen zum Neuro-SEO-System. Kannst du gerne hier unter Termin vereinbaren, dann über Calendly auf die Seite gehen und dann einen Termin vereinbaren. Einfach auf einen freien Slot gehen und dann den Termin auswählen, dein Name, Adresse ausfüllen und deine Telefonnummer. Und dann bin ich sehr froh, wenn wir uns darüber austauschen können, über deinen Status quo und was deine Potenziale im SEO ist. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.